Wir benötigen Makramee-Garn mit einer Stärke von 4 mm, eine Heißklebepistole, einen Metallring und einen Korkuntersetzer. Beides hat einen Durchmesser von 30 cm und eine Schere. Wenn man möchte, kann man auch noch Holzperlen verwenden, die kann man aber auch weglassen. Ich verwende hier Holzperlen mit einem Durchmesser von 1,5 cm. Als erstes schneiden wir uns Makramee-Stränge zurecht, die alle eine Länge von 1 Meter haben. Und zwar brauchen wir davon insgesamt 121 Stück. Als erstes befestigen wir unsere Schnüre an dem Ring. Und zwar greifen wir jede Schnur in der Mitte, legen das dann über den Ring und dann darunter, greifen dann durch die Schlaufe und ziehen die beiden Enden durch. Und das wiederholen wir jetzt mit den übrigen Fäden ganz genauso. Wir trennen uns jetzt erstmal immer 10 dieser Doppelschnüre ab und nehmen uns einen der beiden mittleren Fäden und da fädeln wir unsere Perle auf. So, dann nehmen wir uns den 4. Doppelfaden von links und da wird die äußere Schnur unsere Leitschnur. Und dann nehmen wir den nächsten Faden, legen den über die Leitschnur und dann darunter durch die Öffnung nach oben und machen dann noch einen Knoten. Und wir machen dann immer 2 Knoten pro Faden. So, und das gleiche machen wir spiegelverkehrt. Das heißt, wir nehmen hier diesen Faden als Leitfaden und machen dann immer 2 Knoten. So, und dann verbinden wir die beiden Leitfäden miteinander, indem wir einfach nochmal 2 Knoten machen. So. Als nächstes machen wir mit dieser V-Form immer weiter. Das heißt, wir setzen hier darunter immer noch eine weitere Knotenabfolge. Das heißt, wir nehmen uns von den daneben liegenden Fäden den äußeren, der wird unser Leitfaden und dann machen wir wie eben immer mit jedem Faden 2 Knoten. Die 4. Reihe ist dann unsere letzte Reihe. So, wenn das dann gemacht ist, machen wir das mit den übrigen Schnüren auch. Allerdings lassen wir immer zwischen 2 einen Doppelfaden liegen und nehmen uns dann den nächsten 10. Wenn das gemacht ist, werden wir jetzt hier mit diesen Strängen, die noch frei geblieben sind, weiter knüpfen. Und zwar der rechte Faden wird unser Leitfaden und führt erstmal nach links in diese Richtung. Dann nehmen wir den Faden, der daneben liegt, und machen 2 Knoten. Und dann nehmen wir den nächsten, machen auch wieder 2 Knoten.
So, wenn wir jetzt 8 Knoten gemacht haben, machen wir das jetzt hier spiegelverkehrt genauso, nur dass dieser Faden, der hier aus der Knotenabfolge rauskommt, jetzt unser Leitfaden ist und wir dann einfach mit dem nächsten weitermachen. So, an dieser Seite haben wir insgesamt 6 Knoten gemacht und jetzt wird die Knotenabfolge wieder so zusammenlaufen. Und zwar bleibt das unser Leitfaden und den führen wir jetzt einfach nach links. Und anstatt jetzt einfach den nächsten Faden zu nehmen, nehmen wir den obersten von der Seite und machen damit dann die Knotenabfolge weiter. Und dann nehmen wir uns den nächsten, der oben liegt. Und den letzten. So, auf der Seite wird das genauso gemacht. So, und um das Ganze zu verbinden, machen wir einfach mit den beiden Leitfäden noch 2 weitere Knoten. So, und das machen wir jetzt mit den übrigen Fäden genauso. Wenn wir das jetzt alles so gemacht haben, schneiden wir die Stränge noch kürzer, das heißt so ungefähr 3 cm lang oder 4. Dann nehmen wir uns einen Kamm und kämmen hier diese ganzen einzelnen Stränge auseinander. So, und am Ende werden wir das Ganze noch ein bisschen ordentlicher zurechtschneiden. Als nächstes nehmen wir unsere Korkunterlage und drücken den Ring dann quasi so drum herum. So, und um das Ganze noch ein bisschen zu fixieren, nehmen wir uns unsere Heißklebepistole, drehen das Ganze um und bringen hier am Rand noch ein bisschen Heißkleber an. So, und dann sind wir auch schon fertig.